Ja, dann starten wir doch mal mit diesen Pilzen, weil die eben noch ein bisschen marinieren müssen. Ja. Ich würde sagen, ich kümmere mich um die Marinade und du bereitest vielleicht die Pilze so vor. Da muss gar nicht so furchtbar viel von ab, oder? Genau. Ja, prima. Wir wollen nämlich Spieße aus diesen Pilzen machen, und zwar marinierte Spieße. Dafür habe ich eine Marinade, die ich jetzt noch zusammenrühre. Die besteht aus Teriyaki-Soße, Zwiebel- und Knoblauchpulver, ein bisschen Paprikapulver und Honig. Das rühre ich gleich alles zusammen und dann marinieren wir die Pilze drin und dann kommen die hier einfach auf so kleine Spieße und dann kann man die eben ähnlich wie Fleischspieße auch in einem Wrap nachher essen mit ein bisschen Joghurt-Dip, den wir noch machen, und dann ist das ein wunderbarer Snack, der eben ganz fleischfrei ist und trotzdem dieses tolle Umami hat, ja, was Pilze dann ja mitbringen. Also gerade die Pilze von der Struktur her haben schon was Fleischiges auch, absolut. Oder? Also vor allem diese faserige Konsistenz macht es dann gebraten halt auch zum Hähnchen. Ich hatte 5 Jahre eine Kneipe mit Freunden, wir haben dort Austernpilzburger angeboten und da kamen die Kunden wirklich teilweise zu uns und meinten, das kann nicht sein. Ich habe seit 10 Jahren kein Fleisch gegessen, hier ist Hähnchenfleisch auf meinem Burger. Und ich sage, nein, alles gut, beruhigen Sie sich. Aber es kann verwechselnd ähnlich sein, das ist das Schöne dran. Ja, wunderbar. So, dann rühre ich mal die Marinade zusammen. Du kannst gern schon mal die Pilze vorbereiten. Ja, ich werde die jetzt für das Schaschlik vorbereiten und wichtig wäre, dass man die nicht zu weit oben abschneidet, weil sonst der Hut aufgeht. Man kann hier unter den Lamellen anfangen, das abzuschneiden, weil das sonst zu hart ist, um das auf dem Schaschlik ordentlich durchzugaren. Da würde man dann lange drauf rumkauen. Ja. Gehst du selber auch in die Pilze, sagt man, glaube ich, ne? Ja, ich gehe in die Pilze, sehr gerne sogar, vor allem im Winter. Da gibt es nämlich auch Austernpilze und nicht viel andere Pilze. Dementsprechend ist es viel einfacher, im Winter Pilze zu sammeln als im Sommer. Es gibt ja auch, ich sag mal, Pilzsammelstellen. Also gerade in der Pilzsaison kann man dann mit seinem Korb dorthin gehen und die werden kostenlos dir sagen, was ist was, und das identifizieren. Und ja, muss man nur mal im Internet schauen. Pilzidentifikation, da gibt es eigentlich in jedem Gebiet zur Saison verschiedene Tage, wo ehrenamtlich Pilzfachkundige einen beraten können. Das ist nochmal ein guter Tipp, sehr schön. Die Marinade habe ich jetzt auch fast fertig. Da kommt jetzt noch ein Löffel Honig rein und dann verrühre ich das mal alles. Ja, prima, dann können wir die Pilze im Prinzip in die Marinade geben. Genau. Hier nicht zu zärtlich sein, auch nicht sparen mit der Marinade. Die kann man richtig schön da eintunken. Und also, wenn man das möchte, könnte man das auch mit den Händen einfach einmengen. Also richtig, dann braucht jetzt man nicht kneten. zu zaghaft sein. Okay. So mal einmal drumherum, genau. Nicht so, dass sie gleich zerreißen, aber dass sie ein bisschen weicher werden, das kann man schon machen. Also das stört die überhaupt nicht. Okay. Ja. Dann heize ich jetzt schon mal den Grill vor. Ich mache zum einen die Sizzle-Zone an. Die nutze ich nachher als Kochstelle. Da kommt ein Wok drauf und da können wir Pilze drin garen. Sehr gut, das heizt jetzt schon mal. So, und auch hier heize ich schon mal vor. Ich habe zum einen hier einen Rost, auf dem wir nachher die Spieße grillen wollen. Ich habe aber auch eine Plancha, auf der man ganz gleichmäßig gleich grillen kann. Auch die sollte schon mal ordentlich Hitze bekommen. Gas ist auch noch da, sehe ich hier auf dem Display. Dann können wir mal loslegen. Dann stellen wir die jetzt erstmal beiseite. So eine halbe Stunde sollten die mindestens marinieren, können aber auch ein bisschen länger. Dann wird der Geschmack einfach intensiver. Ja, im Zweifelsfalle auch am Abend davor. Kein Problem. Umso länger, umso würziger. Das halten die Pilze gut aus. Na, kein Problem. Sehr gut. Ich erkläre noch mal kurz, was wir hier vorhaben. Wir wollen also diese Pilze hier gleich klein zupfen. Die werden dann noch mariniert und ein bisschen gedünstet und kommen dann hier in so Reispapier. Die werden darin eingewickelt und dann wirken die wirklich ein bisschen wie Hähnchenbrust. Und daraus machen wir einen Burger. Dafür geht es aber eben jetzt erstmal um die Pilze, die wir haben. Die werden gedünstet mit ein bisschen Tomatenmark. Knoblauch, Zwiebel kommt dran, ein bisschen Thymian. Das wird alles ein bisschen angedünstet, ein bisschen abgelöscht. Und dann kommen die Päckchen. Mhm. Und mir würdest du diese Pilze anvertrauen? Würde ich machen, ja, sehr gerne. Ich könnte ja einmal zeigen, wie wir sie brauchen. Also den Stiel können wir größtenteils abschneiden. Dann ist wichtig, bei Austernpilzen die immer zu zupfen. Also ich würde darauf schwören, weil dann erhält man eben auch diese fleischige Konsistenz, dieses Faserige. Wenn man die schneidet,
dann tritt mehr Saft aus, mehr Wasser aus sozusagen und dann haben sie auch einfach nicht genau die Konsistenz, wie sie haben. Also man sieht schon, es ist wie eine Vorgabe vom Pilz, der möchte praktisch so runtergezupft werden. Dann hat man hier wie so kleine Hähnchenstreifen und wenn die dann schön durchgebraten werden, eben wenigstens 10, 15 Minuten, dass sie dann auch verzehrbar sind, dann haben die eine wunderbare Fleischkonsistenz so zusammengematscht. Ne? Ja, Also prima. einfach so runterzupfen und ich kann nebenbei die Dann anderen darfst du die Zutaten Zwiebel schneiden, das ist Ja. mir immer lieb, da muss ich nicht weinen. Und den Knoblauch darfst du auch gerne noch klein machen. Sehr gerne. Ja, dann geht's jetzt auch mal an den Grill. Kommst du mit den Zwiebeln mit? Da starten wir ja. Ich nehme ein bisschen Öl Genau. und einen Wok. Den stellen wir hier auf die Sizzle Zone. Die ist schon vorgeheizt. Der Wok braucht jetzt auch noch einen kleinen Moment. Genau, lassen wir es mal kurz schön heiß werden und dann können wir die Zwiebeln anbraten und dann würde ich auch schon die Pilze dazu werfen. Ja, prima. So, ein bisschen Hitze hat das Öl bekommen. Wunderbar. Dann können jetzt die Zwiebeln rein. Darf ich dir das hier reinschieben? einmal? Gerne. Inzwischen hört man, die Temperatur ist schon gut. So, Knoblauch kommt später, sonst verbrennt er. Dann dünsten wir die jetzt hier erstmal ein bisschen an. Wir müssen die Austernpilze auch gut durchgaren, die sind nämlich roh nicht verzehrbar. Da könnte einem schon unwohl sein, das heißt, wir wollen die ordentlich durchgaren. Und das wäre jetzt nur auf dem Grill nicht möglich, weil dann natürlich außen die Haut schon verbrennt und innen ist es noch nicht richtig durchgegart. Ja, prima. Dann kannst du die ja gerne hier schon mal dazugeben. Die Zwiebeln sind schon schön angedünstet. So, wir haben ganz schön viele gezupft. Ich würde jetzt einmal so den Boden bedecken, aber nicht zu viele, weil sonst kocht dann auch zu viel Wasser raus und dann brauchen wir zu lange zum Durchgaren. Ja, kann man die jetzt ganz in Ruhe 10 Minuten ordentlich durchschmoren und dann fügen wir die anderen Zutaten mit hinzu. Okay, super. So wie es jetzt aussieht, haben sich die Pilze schon schön gelegt. Die Zwiebeln werden braun, es brät schon langsam an unten. Das heißt, wir können auf jeden Fall anfangen, die restlichen Zutaten reinzumachen. Ich würde jetzt erstmal hier das Tomatenmark dazugeben, das du schön mit verteilen kannst. So, und bevor das Tomatenmark jetzt noch anbrennt, gießen wir ein bisschen Fond zu. Ja. Wir haben hier einen schönen Gemüsefond vorbereitet, kann man ja aber auch aus dem Glas nehmen. Und der unterstützt sozusagen das Garen der Pilze. Ja? Also was wir jetzt machen, ist eigentlich das Ganze wieder auskochen. Und wenn die Flüssigkeit weg ist, dann können wir die Masse im Prinzip verwenden. Bevor wir sie dann aber aus der Pfanne holen, kommt noch der Knoblauch ran. Der soll nur noch mal kurz mit angeschwenkt werden, damit er nicht verbrennt. Und das Paprikapulver sowie ein bisschen Thymian. Und dann haben wir auch schon unsere Hähnchenbrustmasse. Es riecht auf jeden Fall schon köstlich. Und dann machen wir noch den Knoblauch dran. Der darf ja nicht lange mit garen, damit er uns nicht verbrennt. Nur mal mit angeschwenkt. Oh, köstlich. Das ist schön. Sobald er anfängt zu duften, können wir eigentlich schon die Pfanne runternehmen. Ja, perfekt. Super. Dann mache ich die Sizzle so mal aus. Und das geben wir jetzt zum Abkühlen auf den Teller. Das wird gleich wieder gebraucht. So, die schöne Masse kommt jetzt hier erstmal auf den Teller und kühlt ein bisschen ab, weil wir wollen sie ja gleich in Päckchen packen und noch würden wir uns, glaube ich, arg die Finger verbrennen. Ja. Wir hatten jetzt hier ungefähr 300 Gramm frische Austernpilze. Da kann man pro Person mit 100 Gramm frischen Austernpilzen rechnen, wenn jede Person nur eine Hähnchenbrust essen möchte. Also das wird dafür ausreichen. Wenn man jetzt für 6 Personen was machen möchte, kann man sich schon ein halbes Kilo holen, damit jeder eine ordentliche Hähnchenbrust dann am Ende auf dem Teller hat.
Ja, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Schaschlikspieße. Ich habe dazu die Holzspieße schon mal kurz in Wasser eingelegt, einfach nur damit sie uns auf dem Grill nachher nicht verbrennen. Und jetzt sag du mal, wie viel du auf so einen Spieß machen würdest. So viel wie geht, dann würde ich sagen. Okay, dann machen wir also so wir viel wollen wie geht. natürlich hinten was übrig lassen, damit man den auch wieder runternehmen kann. Und vorne nicht bis zum absoluten Limit drauf spießen, damit sie dann nicht abfallen. Also können wir hier in der Mitte gleichmäßig jeweils 10 Kappen oder so hintereinander pressen, je nach Größe, je nach Dicke. Aber die sollten ja ungefähr gleich sein. Wir hatten das ja vorhin zusammen gemacht, so dass man irgendwie eine homogene Masse hat. Genau. Okay. Tobias, du kriegst nur was zu essen, wenn du was zu trinken mitbringst. Das ist dir klar. Das ist mir absolut klar und da freue ich mich vor allem auch wirklich schon drauf. Weil das Thema Pilze ist, habe ich mir überlegt, ich muss eigentlich was ins Glas bringen, was wie so eine Art flüssiger Pilz ist. Ja, also das heißt, es geht hier, wie in noch keiner anderen Sendung von Deutschland grillt, mehr um das Getränk als Zutat und nicht als klassische Begleitung, denn ich bringe ein Kombucha mit. Und darauf dürft ihr wirklich schon gespannt sein. Sehr schön. So, dem Tobias machen wir auch einen Spieß. Super, dann packen wir jetzt mal die Spieße auf den Grill. Der sollte nicht so super heiß sein. Ich habe ihn jetzt mal beide Flammen niedrig gestellt, aber schön vorgeheizt, damit die uns eben nicht verbrennen und noch gut garen. Das riecht schon schön. So, jetzt haben die schon schön Farbe gekriegt. Jetzt mache ich tatsächlich die direkte Hitze hier mal aus, Deckel zu und dann habe ich im Prinzip einen Umluftofen, in dem die schön fertig garen können. Und wir kümmern uns jetzt mal um einen schönen Dip für die Spieße. Da machen wir einen relativ einfachen Joghurt-Dip. Ich habe hier Joghurt, Zitronensaft kommt ein bisschen dran, Knoblauch ist immer lecker und klein geschnittener Schnittlauch. Und das ist dann noch mal so ein bisschen was Frisches zu diesem ja sehr würzigen Pilzfleisch, was wir dazu haben. Ja, das gibt eine schöne Balance.